Und es geht weiter mit WWE 2K23 myrise. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Leute, hier sieht es gerade selbst. Ich habe die anderen Sachen auch schon gemacht. Also mit Adam Pearce und die andere da, wie die auch heißt. Ähm, habe mir meine Upgrade-Punkte direkt auch verdient. Ich bin auf Gesamtbewertung 95. Ich weiß nur nicht, was ich hier noch machen soll. Vielleicht auf Aufgabe gehe ich noch ein bisschen. Oder Verteidigung. Naja, ich gehe mal ein bisschen noch auf Aufgabe. So, und jetzt gehen wir. Ah, ja, bevor ich es vergesse, Leute. Social Media. Und wenn wir schon bei Social Media sind, Leute, könnt ihr mir auf jeden Fall auch auf Twitter folgen und auf Instagram folgen. Und natürlich auch auf Twitch folgen. Gerade richtig anstrengend zu nehmen, Großbritannien. Und ich komme langsam wieder in die Spur. Ich komme back. Ich habe auch Beweisvideo. Aha, Matt Riddle hat direkt neue Look, neue. Okay. Äh. So, du bist immer noch derselbe alte Gabe. Und du bist immer noch genau wie vor Mustaktik verbittert und eifersüchtig und kannst wieder nur von draußen zugucken. Warte ab. Na, Mann. So, egal, stattfindet, muss ich sagen, dass ich von einigen Matches in letzter Zeit, okay. Kein Problem. Okay, die habe ich jetzt alle gemacht. Okay, aber bin ich nicht so interessiert dran, denn wir machen jetzt mit der Story weiter. So, jetzt machen wir direkt da weiter, wo wir aufgehört haben. El Ordinario. Ja, ich muss ihn auf jeden Fall besiegen. So, Leute, ich habe ihn auf jeden Fall. Ich gehe direkt auch auf Finisher. Ich mach da jetzt nicht viel rum. Zack. The Apex tournament is finally here. How are you feeling? A bit jet lagged from the flight, but I'm sure once the bell rings, the adrenaline will take over and I'll be fine. Why is this tournament so important to you? This is a high-profile event where a successful showing would go a long way to rebuild my image. And of course, I wouldn't mind beating a few current WWE superstars in the process. Got it. So, this is the part where you explain the format of the tournament. You really need to start doing your research. The tournament's participants are split into two groups. Each group's wrestlers face off in round-robin singles matches. Wins are worth 2 points, draws 1, and losses 0. The winners of the two groups face each other at the Japan Dome to determine the tournament champion. And that's a big deal? Yes. I've competed there a handful of times earlier in my career, but only in opening matches. The final of the Apex tournament will be the main event at the Dome. So yeah, I'd say that's a big deal. Hey, das will ich auf jeden Fall. Im Main Event. Paragon J. Pierce. Hatten wir den auch nicht? Den hatten wir auch bei 2K22, gell? Ich erinnere mich gerade. Okay, der hat Widerstand. Oh Mann, das wird wieder. Oh shit. Jetzt habe ich dich. Ja, jawohl, ey. War schon ein bisschen, natürlich, ich habe zwar ein bisschen gecuttet, aber der war schon ein bisschen. Boah, ging schon auf jeden Fall gegen den. Nach der ersten Rundenkämpfe ist Mustaktik zusammen mit Finn Balor an der Spitze von Gruppe A. Aha, WWE hat. Ja, da schaut die jetzt, gell? Match unterschätzt wird nicht vorkommen. Ja, okay, alles klar. So. Hey, Chosen, was ist? I saw you won your first match too. Obviously.
but I'm not here to talk about the tournament. I have some feedback on the video you did for me. You mean the video you recorded without my knowledge where you tricked me into saying all those lies about you? Yes, that's the one. After listening back to it, your performance was lackluster and uninspiring. That's because I didn't believe it either. You're not better than me. And if I get the chance to face you, I'll prove that. Sure. I mean, don't get me wrong. The video still put up big numbers. After the edit, of course. Ich hebe mir mein AT für den Ring auf. I watched it, and the fart sound effects you added were a bit much. Can you delete it now? And then you would pay me the lost ad revenue? Don't think so. Besides, I want it right from when I do a follow-up video after I win the tournament. It's all part of my plan to build my following even bigger and conquer the wrestling world. That's my goal too. Minus the lame social media content. I've seen your feed. That is lame. Anyway, only one of us can get to the top. And Rock already had his chance. We'll see. Jetzt kämpfe ich erstmal gegen Finn Balor, Chosen. Und wenn du im Finale bist, dann gegen dich. Aber jetzt rede ich noch mit Terich. You're off to a good start so far. It's going to be a tough few weeks to get to the end of this tournament and come out on top. Any advice on how to survive? You showed you could tough it out in the British Rules tournament. So, do more of that? Thanks, I guess. There is one way you could get some extra rest, but it would go against tradition. Typically, you participate in tag matches on tournament off nights, but you could skip them. So, you want to earn the respect of the Japanese fans and show them you have fighting spirit? Or tell PWJ and the fans to shove it and rest up? Die I'm not taking Tradition any natürlich shortcuts, ehren. and I'm certainly not going to risk disrespecting the Japanese fans. So I'll honor tradition and do the tag matches. Good call. I wouldn't have wanted to be seen with you if you chose. Ja gut, machen wir halt ein paar Tag-Team-Matches. Mit dem nächsten Rundenmatch der Gruppe A gegen Tozawa Akira antreten. Okay, zuerst kommen Dinge. Tag-Team-Matches werden erst folgen. Beziehungsweise jetzt ein Tag-Team-Match. Ich sage Shinsuke Nakamura auch da. Ich mach die alleine kurz fertig, ey. Let's go! Na? Jawohl. Fertig. Das hat auch wieder eine Weile gedauert. Das hat bewiesen, dass er den richtigen Kampfgeist hat. Okay, danke Leute, auf jeden Fall, aber wir müssen auf jeden Fall weitermachen, ey. Kampfgeist ist nur eine Erfindung. Hier ist und du hast gezeigt, dass du ihn hast. Halt in den nächsten Match die Augen offen und dir einen zusätzlichen Vorteil zu verschaffen, den wirst du brauchen, wenn du das Turnier gewinnen willst. Ich werde auch so das Turnier gewinnen, auch wenn ich kein Tag-Team-Match bestritten hätte. Ready? Nutze den Kampfgeist-Boost, um Akira Tozawa zu sehen. Was für ein Kampfgeist-Boost, ey. Jawohl, so muss sein. Der ist schon benommen, oha. Ja, okay, dann würde ich sagen, das war's dann jetzt. Das war's. Kampfgeist-Boost.
If I'm understanding the tournament format correctly, we're nearing the end of the round robin portion, and after a draw against Ricochet, you're now 1 point behind Finn Balor, headed into your final group match, which happens to be against Balor. That's right. So if I want to win the group to get to the finals and main event, the Japan Dome, I need to beat Finn. A loss or another draw, and I'm headed home empty-handed. Well, hopefully you've at least picked up some cool souvenirs while you're here, so it wouldn't be completely empty-handed. The only souvenir I care about is the Apex Tournament trophy. But to earn that, first I need to beat Finn, which will be no easy task. He's a top WWE superstar, so I'm sure he'll have some extra motivation to not be upstaged by me. If you beat Finn, it's looking like Chosen is a lock. Sorry. It's looking like Chosen's going to win Group B, so you'd face him in the finals. Chosen ist keine I'm Bedrohung. not worried about Chosen. He's too concerned about his image and social media content to be a real threat. So if I get by Finn, the trophy's mine. So sieht's aus. So, Finn Balor. Zu den Kampfgeist und eben Tournament wichtigen Sieg gegen Finn Balor zu. Ja. Oha, ich habe schon das Blaue ist bei mir schon fast full. So, jetzt. Aber ich krieg den nicht jetzt schon mit Dinger. Ich muss den ein bisschen noch brettern. So. Das war's. Das war wichtig, Finn zu besiegen. Feste Siegergruppe haben wir 10 Jahre von Dome. Die Sieger gegen Gruppe B messen. Chosen. Oh Gott. Ich kann, was? Da kann ich nur müde lächeln. Und apropos müde, ich liege zurück in meine Villa und gönne mir etwas wohlverdiente Ruhe. Viel Spaß dabei, euch gegenseitig zu verprügeln. Die müssen immer versuchen, irgendwie noch reinzuwirken. So, Chosen. I'm working on my victory post for after I win the tournament final. Do you think 50 fire emojis is too much? Or will it really drive home the point that I'm Oh mein on Gott, das hat er nicht fire? gesagt. You ever hear the expression, don't count your chickens before they hatch? No. Why would I not want to count my chickens? How else would I know how many I have? Whatever. Point is, let's see how the match turns out before you start celebrating. I already know how it's going to turn out. I went undefeated in the group stage while you had to win your last match just to barely clinch your spot in the finals. So, I have way more chickens than you. You're really not getting that. Also, your old friend Shawn Michaels sent me a DM that he'll be watching our match. Probably wants me to be his next rock. Piece of advice. Don't get involved with Sean. Unless you want to lose all semblance of your identity. Actually, I wouldn't mind that. They couldn't possibly make you more annoying than you already are. I'm still hung up on this chickens thing. Does Shawn Michaels count his chickens? Chosen, sei ruhig, ey. Du laberst nur Scheiß und du hast keine Ahnung. Gesamte Wrestling wird das finale Match verfolgen, um zu sehen, wie du dich machst. Ja, ich weiß. Ich bin mir so sicher, wenn ich dieses Match jetzt gewinne mit Mustaktik, dann wird WWE sich wieder melden. 100%. Denn dann hast du sozusagen eine üble Trophäe. Ja, WWE wird dann sich auf jeden Fall melden. Guck mal, mein Ding ist voll leer am Anfang. Dieses Tag Team Match hat auf jeden Fall was gebracht. Ja, auch. Die klatschen. Signature ist drin.
Der hat keinen Bock. Ich weiß nicht warum. Der steht nicht auf. Der ist ja übel krass. Da war ja Finn Balor krasser. Steh mal auf. Bring es zu Ende, würde ich sagen. Ja, bring es zu Ende. Den Wähler war auf jeden Fall krasser. Da ist krass. Ja, alle schauen dir zu. Du bist der Gewinner, du bist der Sieger, du bist der krasseste. Jawohl. Feier ich. Jetzt haben wir Japan, Dom und Japan Heilige freigeschaltet. Tevis, Justine. Was willst du? Congratulations! So how does it feel to be the hottest thing in pro wrestling since Paul Heyman's undershirt? First, it's great running into you, Justine. Second, I'm going to need a minute while I erase that image from my brain. Heyman's words, not mine. Said him on my podcast. Any chance you'd like to come onto the show? Talk about everything you've been through since you left WWE? Don't get me wrong, I'm a huge fan of your podcast. Tavish and I listen whenever we can. I'm just not sure I'm ready to start telling my story yet. Oh, come on. Your run in the Apex tournament was incredible. And that's exactly what my listeners want to hear about. What do you say? Ja, okay, komm. No time like the present, I guess. Let's do it. Great. Let's set up a time ASAP. Ja, komm, machen wir das direkt. Chase? Der war auch von 2K23. Hey, heard you on Justine's podcast. Loud and clear. Talking in code again about a platter of stale ribs you threw in the trash. Clearly up to your old tricks. I have to be totally honest. Name's Chase. Had a stint at the PC recently? Or you might even know me as Ribby. Ring any bells? Oh, for sure. You're that mascot guy who almost made it to WWE. How'd that all play out? Oh, don't play dumb with me. You know exactly how it played out. I never got a contract offer because you told Shawn Michaels to stay away from the ribs in catering, which was clearly code to avoid me. Wow. Listen, I'd love to stay and clear this nonsense up, but Cole Quinn called into my podcast appearance to talk smack, and now I've got to go give him a receipt. Oh, I know. I was listening. I liked the part when he said you haven't changed one bit since your mocap meltdown. We'll see about that. Good luck, Chase. I hope you get to the bottom of whatever deranged conspiracy theories you were talking about. Oh, I doubt that very much. Krass, dass ich Chase nochmal sehe. Mustaktik, denkst du warst schon ganz unten. Ich sehe einen Lock-Flop voraus. Komisch, ich sehe bei dir überhaupt keine. Oh shit. Oh shit. Der sagt einfach, ich sehe einen Lock-Flop und der sagt, ich sehe gar keine Zukunft. Krank. Ey, Mann. Ja, okay, cool. Du bist der krasseste, ey. Hä? Chase oder was? Guck, Chase. Beruhig dich, Alter, ey. Komm mal her.
Komm her. Das war's. Ich muss jetzt auch noch gegen Chase kämpfen, ich glaube schon. Hey Chase, ey. Thought you could just blow me off, huh? Ja, It's not okay. polite to show up without an invitation, Chase. Guess they don't teach that in deranged mascot school. A good one. Guter Witz, aber ich glaube, das But wird I Zeit, think it's dass du mich about ernst time. You nimmst. want Der redet mir serious? zu langsam. How about a match tonight? And if I win, you leave me the heck alone. You sure you don't want to catch your breath first? I'm not Nope. in. Ja, okay. You'll actually be doing me a favor. 2 wins in 1 night is exactly the kind of buzz I need right now. Very confident for a WWE Okay, großer washout. Macker, wenn du noch so viel Dampf auf Okay, dem Kessel tough hast, guy. machen wir doch ein If No you got it. Disqualification Match. Noch besser. Okay, machen wir das. Komm, chill. Machen wir direkt. Warum ist es wohl ein No Disqualification Match? Versuche Chase bzw. sein Paranoia auszumerzen. Guck mal, wie viel Schaden ich mache, ey. Und jetzt hat er es gemacht. Nur Disqualification Match, ja? Komm mal her. Ja, gefällt's dir? Schmeckt. Schmeckt. Und Blut. So, warten wir ganz kurz. Ich muss mich kurz auffüllen. Guck mal da. Sorry Leute, ich habe aus Versehen was gedrückt, also Optionstaste gedrückt. Okay, das war's auf jeden Fall. Jetzt reden wir nochmal mit Tavish. I have another big opportunity for you to generate some buzz in a different part of the world. I'm gonna have to start paying you commission. What are you thinking? 25%, 30, or maybe 20% plus a cut of all future royalties? I was kidding. Right. Me too. Anyway, I can get you on a show in Mexico teaming up with Hector Flores. WWE sending him to Lucha Magica for a special appearance, and the local promoters are looking for a hot commodity to team up with him. Ich will mich nach einer anderen Möglichkeit umsehen. Oder ja, komm, I ich didn't really mach's. cross paths with Hector much when I was in WWE, but I've heard he's a good guy. And if not, well, at least it'll be some good exposure. I'll do it. All right. And the flight's on you, since, you know, I'm not getting paid for any of this. Eine haarige Situation. Ja, machen wir auf jeden Fall. Didn't know you were going to be here too. Same. I had enough of you after the Apex tournament. Thought I could be look-free for a while. Don't call me that. Okay. Look. Gentlemen, you're going to have to learn to get along better, since you'll be teaming together tonight. What? I thought you said Hector Flores was my partner. Hector is your partner. Both of yours. It's a trios match. You know, Lucha Libre tradition. You gotta stop doing stuff like this, Tavish. I knew you'd throw a tantrum and not want to do it, which is why I didn't tell you. So I'll stop doing this stuff when you learn how to get outside of your comfort zone. Are you two done yet? I don't want to do this either, but I'm not over here crying about it with a weird old wrestler who follows me around everywhere I go. Okay, I see your point about him. But it's too late to change the match.
Just put your issues aside and work together. You don't have to be best mates or anything. Deal? It will be good content for my socials, I guess. So, I'll do it. Fine. But just this one match. That's it. Ja, Hector Floss war auch von 2K22. Ich erinnere mich gerade, ja, Mann. Ja, Hector Flores. Aber Leute, das war's jetzt mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir natürlich hier weiter. Abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da. Schaut unten in der Videobeschreibung, da ist natürlich alles verlinkt. Hade.